Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video klären wir mal ab, bei welchem Holz am ehesten ein Stimmriss auftritt. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Wir haben uns ja in einem der vorigen Videos über diese Eigenschaften von Holz unterhalten, was auch der Unterschied ist zwischen einem Quartierschnitt und einem Schwartenschnitt. Ja? Das äußerste Stück von einem Baum, ja? Wie es zum Beispiel das Bredel da ist, das hat auf der einen Seite sozusagen, das ist die Rindenseiten und das ist die Schnittseiten. Die ist gerade geschnitten und ist dann auch angehobelt worden, das heißt, es war gerade. Dadurch, dass das Stückel trocknet, sieht man dann ganz gut, wie das trotzdem sich wirft. Das ist das, was ich ja schon mal aufgezeichnet habe. Ich zeichne es euch dann nochmal auf und erkläre euch auch, warum genau solche Bredeln, wenn man es falsch verwendet, am ehesten einen Stimmriss verursachen, wo ein Musiker in Wirklichkeit gar nichts dafür kann. Wir haben unseren Baum und wir schneiden da jetzt zum Beispiel so einen Schwartenschnitt runter, wie es auch bei dem Bredel da der Fall ist. Da liegen jetzt die Jahresringe ja so drinnen und durch das Trocknen verbirgt sich das Holz. Das schaut dann in Wirklichkeit so aus. Außen ist sozusagen wieder die Rindenseiten und die liegen drinnen. Und das ist dann Bogen, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem Haarlineal. In dem einen Video haben wir uns so darüber unterhalten, dass wenn man das jetzt da abrichtet und gerade hobelt, dass es dann zwar die geflammtere Seiten, die Außenseiten in der Wölbung drinnen wäre, wenn ich das so ausarbeite, nachher die Wölbung, ja, aber trotzdem die linke Seite außen ist und nicht die rechte. Die rechte Seite ist prinzipiell die schönere, die linke Seite kann die geflammtere sein, speziell wenn die Flammen nicht ganz reingehen. Was ist jetzt beim Geigenboden wirklich das Problem? Wenn ich halt eine Leimfläche habe, da den Rand, die Hohlkehle, da geht der Boden her, ja, und wieder den Rand. So, und der Boden geht innen, wird er natürlich dann so ausgearbeitet. Wenn die Jahresringe so drinnen liegen, wie es richtig ist, dass die schöne Seiten beim Boden sozusagen die Außenseiten ist, dann würde sich dieses Brett mit der natürlichen Werfung, mit dem natürlichen Werfen, mit dem Verformen eben so nach außen biegen, stärker. Und der Holz arbeitet ja immer, also auch wenn das schon trocken ist, arbeitet es noch. Wenn Feuchtigkeit oder Trockenheit kommt und ich habe ja innen dann da meinen Stimmstock drinnen stehen. Das heißt, in dem Fall, wenn die Jahresringe so drinnen liegen, wie ich es jetzt so eingezeichnet habe, und der Stimmstock von innen einen Druck ausübt, dann beult sie von mir aus der Boden ein bisschen mehr aus, aber es wird kaum was passieren. Habe ich es jetzt falsch genommen, indem ich das sozusagen anders mache, das zeichne ich dann, das zeichne ich da herum nochmal auf der nächsten Seite. Wenn ich jetzt den Boden wieder habe, ich habe da die Leimfläche, ich habe da die Ränder, ja, da geht der Boden her und ich habe es jetzt anders drinnen, dass die Jahresringe so drinnen liegen würden, wie es ja, wenn man das Außenstück von einem Baum nehmen würde, so, dann passiert Folgendes. Ich habe da auch wieder einen Stimmstock, der sozusagen nach unten drückt, habe aber einen Boden, der vom natürlichen Werfen her in diese Richtung sich verbiegt. Und da kommt es jetzt zu einem Problem, das ein richtiges Thema ist. Wenn Sie der Boden sozusagen von der eigenen Verformung her Richtung Instrumentenkorpus Innenseite wirft, aber der Stimmstock nach außen drückt, dann habe ich genau da eine wesentlich höhere Kräfte, die auftreten, und letztendlich wird der Boden am wahrscheinlichsten einen Stimmriss kriegen, indem das da sozusagen einfach auseinanderplatzt. Das wird nach außen bogen und der Riss macht auf, weil über den Umfang der größte Schwund ist beim Baum oder beim Holz. Und wenn ich zusätzlich sozusagen zum Schwartenboden, der über den Umfang den größten Schwund hat, das heißt am meisten kleiner wird und dann noch zusätzlich die Kräfte habe von dem Stimmstock und dass das Holz ja die Eigenschaft hat, gerade wenn es außen im Baum drinnen ist, dass er sich so birgt, wenn die Dinger so sind, wenn die Jahresringe so drinnen liegen, dann ist es klar, dass bei einem falsch verwendeten Schwartenboden die Rissbildung von Stimmriss am Boden am höchsten ist.
empfehlen tue ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Stückchen habe wie das, dann mache ich daraus eine Zagen. Da kann in Wirklichkeit nichts sein, da brauche ich dann nur die richtigen Seiten verwenden und das war's. Jetzt haben wir noch ein Thema, wenn wir jetzt den Baum haben, wieder, und wir haben sozusagen da einen Schwartenschnitt, da einen Schwartenschnitt und wir schneiden sozusagen von der Seite runter. Dann hätte ich natürlich beim zweiten Bredel, habe ich wieder die Jahresring so drinnen liegen und nehmen wir mal an, das ist breit genug hier. Dann kann ich ja hergehen, also dann ist es ja so, dass er sich wieder so wirft. Und da muss im Prinzip diese Seiten da breit genug sein für ein Instrument, das ich bauen würde, damit ich eine Leimfläche habe. Ist es jetzt zum Beispiel für Bratschen gerade ein bisschen knapp und ich wäre geneigt, nachdem das Bredel stark genug ist, dass ich doch diese Seiten abbricht, habe ich genau das gleiche Problem, wie ich es auch da heroben gehabt habe. Ja? Also Rissbildung sehr wahrscheinlich. Ich muss dann hergehen in Wirklichkeit und mache kein Bratschen draus, sondern ich mache eine Geigen draus, wo es sich ausgeht von der Breiten. Dieses Thema, dass Holz, aber wenn es schon trocken ist, sich noch werfen kann bzw. noch arbeitet, das ist ja nicht nur im Instrumentenbau was Wichtiges, sondern das ist ja auch, wenn man allgemein mit Holz ein Möbel baut. Nicht? Da gibt es Leute, die verwenden dann zum Beispiel ein nicht ganz trockenes Holz, weil sie es halt irgendwie gerade günstig erworben haben irgendwo und machen gleich was damit. Und da gibt es halt so einen Fall, das habe ich dann einmal gesehen, da macht einer eine Arbeitsfläche aus Kirschholz, weil er so eine Massivholzküche baut und die Tischplatten, die hat sich derartig verbogen, weil er es falsch verleimt hat, auch die Dinger, und weil es noch nass war, hat dann viel zu klar dimensionierte Gradleisten eingebaut. Die nassen Gradleisten haben sich mit dem nassen Holz natürlich mit verbogen und letztendlich ist ein Ceranfeld dann so, dass du mit den Fingern seitlich reinfahren kannst. Das heißt, das darf man auf keinen Fall festschrauben, weil das Holz mehr Kraft hat wie das Glas. Das heißt, das würde kaputt werden. Und da funktionieren dann auch Ladeln nicht mehr oder sonst irgendwas. Also ein gewisser Trocknungszustand muss da sein und es muss auch so sein, dass das halt richtig verarbeitet wird. Also einfach nur jetzt nebenbei noch so Info, wenn es Leute interessiert, wenn ich halt eine Platten verleime aus verschiedenen Hölzern, dann habe ich da zum Beispiel so die Jahresring drinnen, die nächsten muss ich wieder so rein tun, dann muss ich es wieder so rein tun und so rein tun. Das heißt, ich habe dann zwar prinzipiell was da leicht so bogen ist, da leicht so bogen ist, da leicht so bogen ist, aber insgesamt bleibt es wenigstens halbwegs gerade. Wenn ich stehende Jahresring habe, in der Holzplatten drinnen, in den Bredeln, also zum Beispiel die Jahresringe stehen so drinnen, wie es eben auch beim Quartierschnitt der Fall ist bei Instrumenten, dann werde ich da faktisch gar keine Problemchen zusammenbringen. Das wird schön gerade bleiben, das ganze Ding. Nehmen wir mal an, ich mache ein Fenster, ich mache Friese fürs Fenster, dann muss ich die richtig ausschneiden aus den Pfosten, ich muss die ablagern lassen und dann kann ich ein Fenster bauen, das schließt auch nach Jahren noch sauber. Und sonst ist es halt auch so, ja, da bringt man dann schon ein bisschen Zugluft zusammen. Bei Stirn ist es ganz gefährlich, wenn sie die Sachen anfangen werfen, weil da rutscht dann und haust da die Pappen an. Also das sind so Sachen, die muss man wissen und oft einmal wird es halt aufgrund von, weil es sich halt besser ausgeht, da anders genommen. Gute Idee ist das keine. Und man erkennt genau das, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wenn man ein Instrument sozusagen beim Boden unten oder oben anschaut, sieht man bei den Rändern schon, wie die Markstrahlen sind. Ja, weil die Markstrahlen sind immer im rechten Winkel, das heißt, die gingen dann so da rein. Und da sieht man sofort, richtig oder falsch verwendet. Wenn es falsch verwendet ist und es passiert ein Stimmriss, ist das an und für sich was, das muss der Erzeuger wissen. Oder er geht halt bewusst das Risiko, oder er weiß es halt nicht. Beides nicht ganz ideal. So, ich hoffe, dass das bezüglich dieser Schwartenschnitte und auch dieser äußeren Stücke, beziehungsweise wie ich es auch da gezeichnet habe, also auch bei Schwartenschnitten, die ein bisschen weiter drinnen sind, muss man noch die richtige Seiten als Außenseite nehmen, nämlich die rechte, weil das natürliche Werfen vom Material sozusagen mit dem Druck vom Stimmstock nicht so wahrscheinlich zu einem Stimmriss führt. Baby leicht, oder? In jedem Fall war es das wieder für das heutige Video. Ich hoffe, es ist jetzt klarer und wenn nicht, bitte einfach fragen. Ja? Entweder schreiben, anrufen oder in die Kommentare was reinschreiben. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Viert euch! Die Laubstauben vielleicht vorher. Wie ist es denn herlegen? Wie schaut es denn gut aus? So sieht man das wahrscheinlich, gell? Dreh's um einmal.
Wo Ja, so schaut's gut aus. Na, anders. Ja, so genau. Ich hab mir schon gedacht, wenn du jetzt noch viel mehr redest oder über irgendwas anderes, aber es hat nicht schlecht reingepasst. Ich habe nicht verstanden, wie du genau. Man macht nichts, dafür bin ich da. Ja, Gott sei Dank! Das greift ja alles ein bisschen ineinander. Ja, das ist alles. Hier hat jeder mit jedem. Ja. Die werden alle bestraft. Was heißt alle? Was heißt alles? War ja hoffentlich nur einer. Geht schon? Läuft alles? Ja, morgen geht das. Würde ich eher so sagen, weil das ist irgendwie dann gleich mal interessanter für Musiker, nicht? Ja. Weil wenn die nur hören Schwartenschnitt, dann denken sie sich, das habe ich noch nie gehört. Und dann erwähnen wir, dass das bei anderen Schwartenschnittbrettern auch sein kann, also nicht nur beim äußersten. Danke, Herr Bub.